Hallo und herzlich willkommen bei Bosch Sports Tech. Es freut mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Vor 10 Jahren hat uns Apple zum ersten Mal seine beliebte Smartwatch vorgestellt. Jetzt, 2024, gibt es die Jubiläumsausgabe, die Series 10. Die revolutionäre Apple Watch Series X ist es zwar nicht geworden, nichtsdestotrotz ist es die größte und dünnste Apple Watch aller Zeiten. Ich habe die Uhr jetzt einige Zeit am Handgelenk getragen und verrate euch in meinem heutigen Video, was es an Neuerungen gibt und für wen meiner Meinung nach die Uhr geeignet ist. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Die Apple Watch Series 10 ist in zwei Größen erhältlich, 46 und 42 mm. Zusätzlich kann man sich noch zwischen Aluminium und Titan entscheiden und wie immer gibt es eine Bluetooth- und eine LTE-Version. Was die Farbe betrifft, so hat man bei der Aluminium-Version die Auswahl zwischen Diamantschwarz, Roségold und Silber und bei Titan Schiefer, Gold und Natur. Preislich startet das Ganze bei 449 Euro für die kleine Variante bzw. 479 für die 46 mm Version. Je nach Materialwahl und ob man LTE benötigt oder nicht, geht das Ganze bis 849 Euro. Mit nur 9,7 mm Tiefe ist sie übrigens auch die dünnste Apple Watch aller Zeiten. Und das hat auch seine Vorteile, denn zum einen verschwindet sie recht leicht unter den Ärmeln und ist auch bei Hemden nicht hinderlich. Zum anderen steht sie nicht weit vom Arm ab, wodurch die Gefahr, zum Beispiel am Türstock anzulaufen, verringert wird. Und hiervon kann ich wirklich ein Lied singen, denn ich habe das Talent, regelmäßig mit meinen Uhren an irgendwelchen Kanten anzulaufen. Die 46 mm Apple Watch Series 10 darf sich übrigens auch als die Apple Watch mit dem größten Display bezeichnen, denn dieses ist nun größer als das bei der Apple Watch Ultra. Außerdem ist das Display bei Betrachten aus schrägen Blickwinkeln nun auch bis zu 40% heller als beim Vorgänger, sodass es sich leichter ablesen lässt. In der Realität kann man aber kaum erkennen, dass das eine Display größer als das andere ist. Und auch die Verbesserung beim Blickwinkel ist mir persönlich nicht wirklich aufgefallen. Als weitere Neuerung bekommt die Uhr einen Wassertemperatursensor sowie einen Tiefenmesser, der die Wassertemperatur bis 6 Meter messen kann und somit beim Schnorcheln zusätzliche Informationen liefert. Auch einen verbesserten Lautsprecher gibt es nun, mit dem man Musik hören kann, wenn man die Bluetooth-Kopfhörer vergessen hat. Und natürlich gibt es auch einen neuen Prozessor, und zwar den S10 SIP, der wie immer eine Spur leistungsfähiger ist. Auch wenn die Akkulaufzeit von 18 Stunden wieder nur gleich bleibt, kann man sie auf der anderen Seite in nur 30 Minuten bis auf 80% aufladen, dank Schnellladefunktion, die es jetzt ebenfalls auf der Uhr gibt. Hierfür benötigt man aber auch das richtige Ladekabel, zum Beispiel eines der Apple Watch Ultra oder Series 7 und höher. Generell muss man bei der Akkulaufzeit sagen, dass diese wesentlich besser ist, als Apple angibt. Ich habe im Durchschnitt mit der Uhr 1,5 Tage locker geschafft. Bei meinem 12 Stunden Akkutest-Video hat die Series 10 in diesen 12 Stunden 79% Akku verloren. Das bedeutet ein stündlicher Akkuverbrauch von 6,58%. Mit einem vollen Akku kann man GPS-Aktivitäten bis maximal 15,19 Stunden tracken. Und hier muss ich gestehen, dass ich wirklich überrascht war, denn ursprünglich hatte ich gedacht, dass die Uhr diese 12 Stunden gar nicht schaffen wird. Man kann also festhalten, dass trotz des dünneren Gehäuses die Uhr im Alltag die gleiche Akkulaufzeit bietet, beziehungsweise bei GPS-Aktivitäten sogar eine positive Überraschung liefert. Die wichtigsten softwareseitigen Neuerungen der Apple Watch Series 10 kommen eigentlich mit WatchOS 11, das gleichzeitig mit der Uhr veröffentlicht wurde. Hier eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen. Apple hat mit dem neuesten Betriebssystem eine neue Funktion zur Erkennung von Schlafapnoe eingeführt. Diese Funktion analysiert die Atemfrequenz und erkennt Atemaussetzer während des Schlafs. Nach einer Beobachtungszeit von 30 Tagen, in dem mindestens 10 Nächte erfasst werden müssen, informiert die Apple Watch, ob es Anzeichen einer Schlafapnoe gibt. Diese Funktion kommt nicht nur auf die Apple Watch Series 10, sondern auch auf die Series 9 bzw. Apple Watch Ultra 2. So eine ganz kurze Unterbrechung. Falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest, beziehungsweise wenn du auch zukünftig keine Videos von mir verpassen möchtest, dann kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Dazu sage ich recht herzlichen Dank und schon geht's wieder weiter mit dem Video.
Ebenfalls neu ist die Funktion, Routen auf dem iPhone zu erstellen und diesen zu folgen. Dazu öffnet man die Karten-App auf dem iPhone, wählt einen Startpunkt und weiter eigene Routen erstellen. Anschließend zeichnet man die Strecke ein, man sieht dann auch das Höhenprofil und speichert sie ab. Anschließend kann man sich das umgebende Gebiet dann ebenfalls herunterladen, um es offline verfügbar zu machen, auch auf der Apple Watch. Nur leider ist es nicht so, wie man es sich wünscht, denn die Routenführung muss man in der Karten-App starten. Eine Implementierung in die Workout-App gibt es leider nicht. Somit muss man, wenn man eine Aktivität tracken möchte, dauernd zwischen den beiden Apps hin und her switchen. Eine weitere nützliche Funktion für Sportler ist die Möglichkeit, die subjektive Anstrengung eines Workouts von 1 bis 10 zu bewerten. Das macht natürlich zum Beispiel beim Krafttraining Sinn, denn hier ist natürlich die Muskelbelastung wesentlich höher wie die Kardiobelastung. Oder nach einer Wanderung, wenn man 10 Stunden unterwegs war und am Schluss komplett gerädert ist, kann man hier nachjustieren bzw. die entsprechende Anstrengungsbewertung abgeben. Bei kardiolastigen Aktivitäten wie Radfahren, Laufen etc. wird diese Anstrengung aber automatisch bestimmt. Also hier braucht man dann nichts eingeben, es sei denn, man ist der Meinung, dass der Wert nicht passt. Wie funktioniert sie? Hier wird die kumulierte Anstrengung jedes einzelnen Workouts der letzten 7 Tage mit der letzten 28 Tage verglichen. Ist der 7-Tage-Wert über dem Wert der letzten 28 Tage, hat man eine steigende Trainingsbelastung und ist die darunter, hat man eine fallende. Was mich hier ein bisschen stört, ist, dass Apple das Ganze in Prozenten angibt und nicht so wie die Mitbewerber Garmin oder Polar in konkreten Zahlen. Das hätte mir persönlich besser gefallen. Auch neu und meiner Meinung nach längst überfällig ist die Möglichkeit, die Aktivitätsringe zu passieren. Denn was macht man, wenn man zum Beispiel krank oder verletzt ist? Genau dafür gibt es jetzt eine Lösung. Einfach auf die Ringe tippen und Ringe anhalten auswählen. Man kann dann die Ziele für einen Tag, eine Woche, den aktuellen Monat oder sogar bis zu 90 Tage pausieren, ohne die Bewegungsserie zu unterbrechen. Hier gibt es auch eine weitere Möglichkeit, und zwar die täglichen Ziele für jeden einzelnen Tag einzustellen. Trainiert man zum Beispiel 5 Tage die Woche und hat 2 Pausentage, dann ist das Zielerreichen an diesen Ruhetagen eher lästig als motivierend. Mit WatchOS 11 kann man die Ziele jetzt für jeden Wochentag separat festlegen, egal ob es sich um das Bewegungs-, Trainings- oder Stehziel handelt. Hohe Ziele an Trainingstagen und moderate oder niedrige Ziele an Ruhetagen sind nun ganz einfach möglich. Die Vitalzeichen-App gehört ebenfalls zu den Neuerungen von WatchOS 11. Während des Schlafs erfasst sie wichtige Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Atemfrequenz, Handgelenkstemperatur, Blutsauerstoff und Schlafdauer. Nach einigen Tagen erstellt die Uhr einen Basiswert, von dem aus Abweichungen beobachtet werden. Man kann sich die Werte direkt auf der Apple Watch anzeigen lassen und erhält zusätzlich Hinweise darauf, welche Faktoren die Veränderungen beeinflussen können. Auch der Verlauf der letzten Tage wird auf der Uhr angezeigt. Was mir persönlich hierbei fehlt, ist die Herzfrequenzvariabilität, die in Bezug auf Regeneration, auf Trainingsbereitschaft sehr aufschlussreich ist. Auf den meisten Sportarten wird diese mittlerweile standardmäßig berechnet. Warum Apple das hier nicht implementiert, ist mir eigentlich schleierhaft. Wem das alles aber nicht reicht und wer noch mehr in Richtung Trainingsanalyse benötigt, dem kann ich Apps wie Athletic oder Bevel empfehlen. Hier bekommt man dann neben Belastung und Erholung auch noch die Schlafanalyse, Trainingsvorschläge, aber auch Stresswerte oder sogar eine Body Battery. Wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, dass der Großteil der Funktionen auch auf älteren Modellen zurück bis zur Series 6 verfügbar ist. Bereits seit einigen Generationen verwendet Apple den gleichen Herzfrequenzsensor. Diesen auszutauschen ist aber nicht wirklich notwendig. Deswegen gab es auch bei meinen Aktivitäten keine großen Überraschungen. Hier als Beispiel ein konstanter Lauf, wo ich nach 15 Minuten kurz stehen geblieben bin, gewartet habe, bis der Puls etwas runterkommt und dann weitergelaufen bin, um zu schauen, wie schnell die Uhr hier reagiert. Es war an dem Tag regnerisch, ich hatte anfangs kalte Hände, weshalb es in den ersten 10 Minuten leichte Unterschiede gab, aber spätestens nach meiner kurzen Pause war die Messung nahezu perfekt. Auch Intervalltrainings mit der Uhr verliefen bei mir problemlos. Die Series 10 reagiert schnell auf die Pulsunterschiede und misst hier sehr verlässlich. Bei meinem Pull-Up-Push-Up-Workout hier zeichnet sich die Apple Watch ebenfalls durch ein ausgezeichnetes Ergebnis aus. Ich habe bei diesem Workout auch andere Uhren getragen. Die Apple Watch Series 10 hatte mit Abstand das beste Ergebnis. Dass es aber nicht immer reibungslos läuft, zeige ich euch bei diesem Beispiel. Das ist auch wieder ein Krafttraining.
Die Uhr hatte hier leider öfters Schwierigkeiten, den Puls zu erfassen, weshalb die Anzeige oft ausgegraut war. Ich musste dann kurz warten, bis es wieder funktioniert hat. Anhand der schrägen Striche könnt ihr das hier gut erkennen. Muss aber dazu sagen, dass das eher ein seltenes Phänomen ist und die Messung meist problemlos klappt. Obwohl der Apple Watch Series 10 ein Dualband-Chip fehlt, ist die GPS-Messung in meinen Tests sehr solide. Es ist nicht perfekt, weicht manchmal ein bisschen vom Weg ab oder schneidet die ein oder andere Kurve etwas ab, aber nur im geringen Ausmaße. Verwackelte Messlinien oder grobe Ausreißer gibt es selbst im Wald, wo der Empfang doch sehr beeinträchtigt ist, nicht. Im Großen und Ganzen war ich mit der Leistung zufrieden. Wer es noch besser haben möchte, muss zur Apple Watch Ultra 2 mit dem Dualband-Chip greifen. Die Apple Watch Series 10 bringt einige Neuerungen, bleibt aber nahe an ihren Vorgängern. Das größere helle Display und das schlanke Gehäuse sind zwar nette Upgrades, im Alltag fällt es meiner Meinung nach aber nicht so stark auf. Hier hätte ich mir für die Jubiläums Apple Watch dann doch etwas mehr erwartet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich ein Upgrade? Ich glaube, für jeden, der eine Series 6 oder älter hat und die neuesten Funktionen und das größere Display haben möchte, der kann durchaus überlegen. Für alle anderen mit einer Series 7 und aufwärts glaube ich eher nicht, da im Prinzip die meisten Neuerungen mit WatchOS 11 kommen und diese auf diesen Uhren im Prinzip ebenfalls verfügbar sind. Insgesamt bleibt die Series 10 eine verlässliche, leistungsstarke Smartwatch, die sowohl für Alltagsnutzer als auch für Sportler interessant ist. Apple hat die Uhr zwar weiterentwickelt, revolutioniert sie aber meiner Meinung nach nicht. Aber genug von mir. Habt ihr euch die Apple Watch Series 10 schon geholt oder habt ihr vor, sie euch zu holen? Dann schreibt es mir in die Kommentare und lasst mich wissen, wie gut euch die neueste Apple Watch gefällt. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angekommen. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.